Ein herzliches Willkommen und toll, dass ihr wieder dabei seid. Und ein ganz herzliches Hallo auch an die, die meinen Kanal heute zum ersten Mal sehen. Ich freue mich darauf, euch auch begrüßen zu dürfen. Ich bin der Jürgen und ich habe hier die Bastelgarage. Aber heute geht es mal um die Bastelbox. Das ist ein anderer Kanal auf YouTube. Und zwar der Sebastian. Der hat zu seinem einjährigen Bestehen eine wirklich absolut tolle, coole Idee gehabt. Und zwar, ihr kennt doch alle diese Aufkleber. Ich mache es mal hier oben auch hin. Und die werden so untereinander zugeschickt. Er hat nun die Idee gehabt, eine sogenannte Kachel herzustellen. Das heißt, das ist ein Brett, das 10 x 10 cm groß ist, zwischen 1,2 und 2 cm breit sein kann. Und die kann ihm jeder, der ihn abonniert hat, kann ihm die zuschicken und er hängt die an seiner Wand auf. Und das Tollste daran finde ich, du musst kein YouTuber sein, um das machen zu können. Du kannst auch als Privatperson, du kannst alles Mögliche machen. Von einer Katze über einen Bären bis zu deinem Haus, was auch immer du möchtest. Und zwar, ich zitiere das mal hier. Er hat geschrieben, du kannst als Privatperson fräsen, schnitzen, bohren, gravieren, lasern, nageln, Muster erstellen, malen, sprayen und alles, was dir gefällt. Ausgenommen, und das finde ich vollkommen okay, politische, religiöse Inhalte sowie geschützte Marken und Logos. Mehr erfahrt ihr auf seiner Seite und seinem YouTube-Kanal, den ich hier unten verlinke. Jedenfalls fand ich das so super, dass ich gedacht habe, so eine Kachel brauchst du auch und die schickst du dann an die Bastelbox. Und ihr dürft heute dabei sein, wie ich dieses kleine Projekt baue. Dann habe ich hier dieses Reststück Buchenholz. Da schneide ich mir ein 10 x 10 cm großes Stück raus. Das ist 20 mm dick. Natürlich ist es 22, aber das verrate ich natürlich keinem, wird auch nachher noch ein bisschen runtergeschliffen. So, dann zeichnen wir uns jetzt erstmal hier ein 10 cm Stück an und schneiden uns das erstmal auf 10 x 10 cm zurecht. Hier ist jetzt das gute Stück, 10 x 10 cm. Das ist mein Aufkleber, der hat einen Durchmesser von 80 mm und der soll ja hier drauf. Oben drüber soll nochmal die Schrift Bastelgarage drauf und das soll hier in eine Vertiefung rein. Jetzt habe ich mir gedacht, 80 mm, das ist 10, machst du einen kompletten Rand von 1 cm rechts und links. So. Und hier am unteren Rand, damit das Ganze, das soll ja nicht in der Mitte, sondern das soll hier unten etwas tiefer, wie gesagt, damit die Schrift noch da drauf passt. Deshalb nehme ich jetzt unten hier einen halben Zentimeter von 5 mm. Dann ist ja der Durchmesser 80 mm. Das ist hier. Und da machen wir auch mit dem Winkel, zeichnen wir uns hier an, wo das ist. So, und machen hier die Diagonale. Damit habe ich jetzt hier meinen Mittelpunkt. Erst wollte ich das Ganze hier mit der Oberfräse und einem Kreisschneider eine Vorrichtung machen. Habe aber das Problem, wenn das hier dran ist, hier ist der Mittelkreis. Bis hierhin habe ich mindestens, ich glaube, 5 oder 6 cm. Das heißt, ich kann damit nur Kreise machen, die mindestens 12 cm Durchmesser haben. Ich habe aber nur 8 cm. Also habe ich mir gedacht, ich schneide das Ganze hochkant durch. Und das eine Stück, das bohre ich dann hier mit dem Kreisschneider aus. Also, erstmal jetzt das hier durchschneiden, und zwar, das ist ja 22 mm. Entschuldigung, natürlich nur 20 mm, mehr darf es ja auch nicht sein. Und das schneide ich mir jetzt mal, ich würde sagen, auf 12 mm von hinten gesehen ab. Das sind dann 8 mm, das müsste tief genug sein, für das da reinzubringen. Das Ganze besteht jetzt aus 2 Teilen. Das obere Teil, das bohren wir jetzt durch. Da habe ich mir alles angezeichnet. Ich klemme mir das ein bisschen vorher fest. So, und jetzt bohren wir da rein.
Dann habe ich jetzt hier die Innenkante ein bisschen rund geschliffen, dass das schön gefällig ist. Und jetzt kleben wir die beiden Teile wieder aufeinander. Bauen wir das Ganze wieder auseinander, ist schön getrocknet. Und das schleifen wir jetzt noch ein bisschen. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus, ist schon mal schön geschliffen. Jetzt mal probeweise den Aufkleber. Ja, und ich denke mal, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Jetzt fehlt natürlich noch hier oben drüber die Schrift drauf. Und dann sollte das Ganze schon fast fertig sein. Ich mache natürlich nachher einen neuen Aufkleber rein. Das ist jetzt nur mein Probekleber, um den wieder abzukriegen und so, weil ich muss das Ganze ja nachher noch ein bisschen streichen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und das werden wir jetzt noch ein bisschen lackieren. Das ist richtig schön geworden. Die Farbe ist jetzt trocken, zweimal gestrichen und noch einen kleinen Zwischenschliff. Und jetzt würde ich sagen, kleben wir mal den Aufkleber da hinein. Na, ich denke, das kann sich doch sehen lassen. Jetzt schicke ich das Ganze nur noch an den Sebastian und hoffe, dass ich bald das Video zu sehen bekomme, wo er die Kachel aufhängt. Wie gesagt, hinten dran macht er selber die French Cleat Leiste dran, damit das alles schön einheitlich ist und auch alles wirklich passt. Ich bedanke mich nochmal beim Sebastian für diese tolle Idee, wünsche euch einen guten Tag und sage Tschüss, bis demnächst, euer Jürgen.